Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Let's continue in the Passion Bible in Colossians 3. Fahren wir fort mit Kolosser 3 in der Passion Bibel. So look what he says. Schau, was sagt. In verse 7, that's how you once behaved, characterized by your evil deeds. In Vers 7, so habt ihr euch einst verhalten, geprägt durch eure bösen Taten. You see, Paul said, listen, before you came into Christ, that's how you behaved. And that's the normal thing. It doesn't say that's as a surprise. Paulus sagte, hört zu, bevor ihr in Christus hineingekommen seid, habt ihr euch so verhalten. Und das ist das Normale. Er sagt nicht, dass das eine Überraschung ist. It will be good for us to keep reminding ourselves that sinners sin, that's what they do. Es wäre gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern würden, dass Sünder sündigen. Das ist es, was sie tun. You know, some sinners sin less. There are nicer sinners and there are worse sinners. Manche Sünder sündigen weniger, es gibt nettere Sünder und es gibt schlimmere Sünder. But they're still sinners. Aber sie sind immer noch Sünder. I understand that we are shocked and we should be shocked when Christians live in sin. Ich verstehe, dass wir schockiert sind und wir sollten schockiert sein, wenn Christen in Sünde leben. But when I hear some Christians talk about other non-Christians, did you hear what they did? My goodness, did you see? Well, sinners sin. Aber wenn ich höre, wie einige Christen über andere Nicht-Christen sprechen, ach, hast du gehört, was er getan hat? Meine Güte, hast du das gesehen? Nun, Sünde sündigen. It's like we're surprised that the dogs bark. Das ist so, als ob wir überrascht wären, dass Hunde bellen. It's their nature. Es ist ihre Natur. This is why we have to always continue to remind ourselves and teach about the change of nature when we come into Christ. Deshalb müssen wir uns selbst immer wieder daran erinnern und darüber lehren, dass sich unsere Natur ändert, wenn wir in Christus hineinkommen. So Paul said, listen, before you came into Christ, that's how you behave. That's what everybody does. Paulus sagte, hört zu, bevor ihr in Christus hineingekommen seid, habt ihr euch so verhalten, so macht das jeder. Look what he says. Schau, was hier steht. Another but which I like so much in the Bible, all the buts. Ein weiteres Aber, was ich so sehr an der Bibel mag, sind die vielen Aber. I think one day I'm going to give my PA the homework and go through the whole Bible and find out every single but that's there. Ich denke, eines Tages werde ich meiner Assistentin die Hausaufgabe geben, die ganze Bibel durchzugehen und jedes einzelne Aber zu finden. I started to count them once and there are a couple of thousand. Ich habe einmal angefangen, sie zu zählen und es sind mehrere tausend. But it'd be fun to do a study on just the buts of the Bible. Es würde Spaß machen, über die Aber in der Bibel eine Studie zu machen. So look, but now it's time to eliminate them from your lives once and for all. Also schau, aber jetzt ist es an der Zeit, sie ein für alle Mal aus eurem Leben zu verbannen. You know, remember the whole context that Paul is speaking. Erinnere dich an den gesamten Zusammenhang, in dem Paulus spricht. You're crucified with Christ, Du bist mit Christus gekreuzigt, resurrected with him, mit ihm auferstanden. place now is heaven, Jetzt ist der Platz im Himmel. your nature is completely changed. Dein Wesen ist völlig verändert. So now show it by how you live. Also zeige es jetzt durch dein Leben. And he says it's time to eliminate them once and for all. Not a little bit today, a little bit tomorrow, a little bit next week. Und er sagt, dass es an der Zeit ist, sie ein für alle Mal zu verbannen. Nicht ein bisschen heute, ein bisschen morgen, ein bisschen nächste Woche. Now I understand Christian growth and Christian maturity. Nun, ich weiß, dass Christen wachsen und Christen reifen. But I believe Aber ich glaube, victory over sin is not supposed to be a progress of your Christian life. dass der Sieg über die Sünde keine Entwicklung in deinem christlichen Leben sein sollte. I know that in the experience of most Christians it is, but I still believe it's not supposed to be. Ich weiß, dass er in der Praxis der meisten Christen so ist, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht so sein sollte. And I know that in my life that's how it was. Und ich weiß, dass es in meinem Leben so war, But I still believe it's not supposed to be. aber ich glaube immer noch, dass es nicht so sein sollte. I tell you why. Ich sage dir warum. I think the reason why we experience a progressive victory over sin Ich denke, der Grund, warum wir einen fortschreitenden Sieg über die Sünde erleben, ist, is because number one, we believe our experience more than the truth of the Bible. dass wir erstens unserer Erfahrung mehr Glauben schenken als der Wahrheit der Bibel. Number two, Zweitens, we don't believe this powerful truth that once and for all we are cut off from our sinful nature. glauben wir nicht an die starke Wahrheit, dass wir ein für alle Mal von unserer sündhaften Natur getrennt sind. And remember, we will always act according to what we believe, how we see ourselves.
Und vergiss nicht, wir werden immer so handeln, wie wir glauben und wie wir uns selbst sehen. That's why Paul says this sinful habit, once and for all, this should be eliminated. Deshalb sagt Paulus, diese sündhaften Gewohnheiten sollen ein für alle Mal beseitigt werden. Look, I'll give you a very simple example that I believe you can understand. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, das du sicher verstehst. If you believe that holiness and victory over sin is a progression that takes time, Wenn du glaubst, dass Heiligkeit und der Sieg über die Sünde eine Entwicklung sind, die Zeit brauchen, you will experience exactly what you believe because you will always have what your heart believes. wirst du genau das erleben, was du glaubst, denn du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. But if you believe this truth that Paul is teaching here, Wenn du aber diese Wahrheit glaubst, die Paulus hier lehrt, that you actually have died to all of the sinful passions because your sinful nature has been crucified, dass du tatsächlich allen sündhaften Leidenschaften gestorben bist, weil deine sündhafte Natur gekreuzigt wurde, then you will experience victory over sin in the measure that you believe that you have the victory. wirst du den Sieg über die Sünde in dem Maße erleben, wie du glaubst, dass du den Sieg hast. So that's why Paul says you have to live like once and for all this thing is dealt with. Deshalb sagt Paulus, ihr müsst so leben, als ob die Sünde ein für alle Mal erledigt wäre. You know, for me, this has been one of the most amazing breakthroughs in my life when I realized how wrong I believed regarding our sinful nature. Für mich war das einer der erstaunlichsten Durchbrüche in meinem Leben, als ich erkannte, wie falsch ich doch in Bezug auf unsere sündhafte Natur glaubte. When I was a teenager, Als Teenager I was intrigued by a one word in 1 John. war ich von einem Wort in 1. Johannes beeindruckt, I'm intrigued. fasziniert. You know, when John says, I write these things to you that you do not sin. Johannes sagt, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. And then he says, but if you sin, Dann sagt er aber, falls ihr sündigt. not when you sin, if you sin. Nicht, wenn ihr sündigt, falls ihr sündigt. But my experience was not if I sin, my experience was when I sin. Aber meine Erfahrung war nicht, falls ich sündige, sondern wenn ich sündige. This constant struggle against sin in my teenage life, and I hated it, and I was so frustrated. Dieser ständige Kampf gegen die Sünde in meinem Teenagerleben hasste ich und frustrierte mich. And I lived in permanent guilt, shame, and condemnation. Und ich lebte in ständiger Scham, Schuld und Verdammnis. And I wondered, how can you write if you sin? Nobody can live like that. Und ich fragte mich, wie er, falls ihr sündigt, schreiben kann, denn niemand kann auf diese Weise leben. It's because we have the wrong heart belief. Es liegt daran, dass wir den falschen Herzensglauben haben. You truly, once and for all, can eliminate those sinful habits from your life. Du kannst diese sündhaften Gewohnheiten wirklich ein für alle Mal aus deinem Leben verbannen. Tomorrow we'll talk a little bit more about that. Morgen werden wir ein wenig mehr darüber sprechen.